Wir sind jetzt angekommen an dem Restaurant und die Welpen sind süß. Wir haben schon ein anderes Pärchen mit dem LT kennengelernt, die mussten heute aber leider weiter. Und die Gastgeber sind super freundlich. Wir sind am Strand gerade entlang gegangen. Hier der Abschnitt ist super, weil sie wahrscheinlich hier selber den Müll sammeln, aber weiter hinten schaut schon katastrophal aus. Schade, sehr schade. Gar nicht aufdringlich und eifersüchtig. Ernsthaft? Ja, wenn man eifersüchtig ist, dann auch richtig. Guten Morgen aus Albanien, nach wie vor. Es ist mittlerweile Tag 2 am selben Stellplatz. Wir kommen langsam in den Modus, dass wir mehr die Seele baumeln lassen und an den Stellplätzen 2 bis 3 Tage teilweise bleiben. Die albanische Gastfreundschaft ist großartig, also in dem Restaurant, oder wir standen jetzt am Restaurant, wenn man da ist, darf man einfach die Nacht drüber schlafen. Es sind alle super hilfsbereit und man redet eigentlich immer zusammen. Heute ist der Plan, zum Kloster zu fahren, das ist ganz in der Nähe, kostet so um die 1 Euro Eintritt. Hier in Albanien, wir hatten ja die Müllhaufen schon gezeigt und auch am Strand. Da, wie schön der Strand ist, es liegt leider immer extrem viel Müll. Es ist dann immer, ich weiß nicht, ob es angeschwemmt ist, zum Großteil denke ich, aber das geht hier kilometerlang so. Nach so 30 Kilometern Fahrt sind wir jetzt am Kloster angekommen, aber es sind keine Kameras erlaubt und deswegen können wir euch nur danach berichten, wie es von innen aussah. Genau. Von außen schaut es auf jeden Fall so aus. Schon ganz schön. Aber ich glaube, von drinnen ist es halt deutlich schöner. Also ein Abstecher zum Kloster lohnt sich. Es ist wirklich nicht groß, sogar super klein. Der uns jetzt den Prospekt verkauft hat, also entweder 1 Euro Eintritt oder 100 Lek, der hat sich jetzt, also die sind so gastfreundlich, hat sich ja noch auf Deutsch verabschiedet, weil die haben Prospekte in allen möglichen Sprachen, also eigentlich Englisch, Deutsch, Französisch, glaube ich, Italienisch oder so. Mhm. Und dann geht man da einfach alleine durch und es sind Gemälde dort aus dem Jahr 1744, so um den Dreh. Genau, die ganze Wand ist bemalt. Wand ist hoch bemalt und es ist wirklich toll, das anzusehen. Aber man darf keine Fotos und Videoaufnahmen machen. Und dadurch, dass er... Ja, er folgt eigentlich auch einem mit in den Raum. Also ich denke auch zur Sicherheit einfach und das ist auch richtig so. Lohnt sich auf jeden Fall ein Abstecher und ich glaube, es ist auch nicht wirklich, ja, ich weiß nicht, bekannt hier, dass es das hier gibt. Ja. Das ist zum Beispiel, auch wenn wir in der Nachsaison sind, der Parkplatz. Wir sind komplett alleine. Allein auf weiter Flur. Genau, und wohin geht's jetzt? Jetzt geht's wieder an die Küste, weil wir haben super Wetter. Wir sind aktuell auf der albanischen Autobahn und gerade eben haben wir das erste Schild gesehen, wo die Geschwindigkeiten von der linken und rechten Spur aufgeteilt sind. Rechts darf man 90 fahren, links 110. Was wir relativ gut finden, weil so hat man nicht immer die Schnarcher auf der linken Spur und die, ja. Zu welcher Fraktion gehören wir? Natürlich zu den Schnellen auf der rechten Spur. Nee, wir fahren auf der Autobahn fahren wir 90 nach Tacho, das heißt circa 80 laut GPS. Wir sind jetzt bei Flora an der Küste angekommen, an unserem Stellplatz und stehen genau am Rande von einer kleinen Klippe. Es ist nur extrem windig, also nachher wird es bestimmt richtig kalt, aber solange die Sonne da ist, ist es wirklich angenehm. Wir haben, glaube ich, noch so 20, 22 Grad und das Wasser ist super klar, aber kalt. Und hier hinten im Berg sind lauter Schützenbunker, sind es,
glaube ich. Müssen wir nachher mal mit der Drohne dann anschauen oder morgen früh, wenn es weniger windet. Krass sind die groß. Die sind wirklich groß. Das sieht man von draußen gar nicht, dass die so riesig sind. Aber hier laufen auch Kühe lang. Kuhfladen. Ach krass. Was ist das denn? Das ist ein richtiger Bunker. Ich dachte, es sind nur die Geschützausgänge. Also es ist ein richtiges... Das sind wahrscheinlich die jetzt Zerstörer, Fregatte, das sind wahrscheinlich die Schiffe von denen hier, oder? Ich stand nie in sowas drin. Ich auch nicht. Und die Bunker haben jetzt viel bessere Bewohner bekommen, nämlich hier lauter Insekten und da oben. Ich glaube, das ist eindeutig der bessere Nutzen für einen Bunker. Wir stehen ja hinten und neben uns steht ein Doppeldeckerbus. Und wenn wir es richtig gesehen haben, wohnen da 5 Leute drin. Es ist richtig cool. Ja, noch nie gesehen so ein Wohnmobil. Nein. Oder so einen umgebauten Bus als Wohnmobil. Ist auch nicht aus Deutschland. Nee, ich glaube Frankreich, oder? Frankreich. Wir haben Besuch bekommen. Mal wieder. Wir haben eine Planänderung heute. Gleich kommt der Roman, den haben wir auf dem ersten Stellplatz in Albanien kennengelernt. Und wir trinken Kaffee. Im Anschluss werden wir nach Flora fahren zum Einkaufen, weil wir nicht mehr Frühstückszeug mehr haben, außer Kaffee und Tee. Am Nachmittag fahren wir dann wieder hier zurück, wenn dann an dem Platz, oder wir schauen mal die 2 Plätze weiter unten an. Einen direkt am Strand. Der ist aber, glaube ich, oder gestern war er zumindest relativ voll. Darauf haben wir eigentlich nicht so Lust. Und mit der Drohne haben wir gesehen, dass einer davor komplett leer war, wo 1, 2 Camper hinpassen. Da schauen wir mal, ob wir dahinter fahren oder dann wieder hier auf den, weil es einfach super schön ist. Eigentlich sollte es heute nicht regnen, aber so wie es ausschaut im Hintergrund, kommt ziemlich viel Regen auf uns zu. Das heißt, wir wissen heute auf jeden Fall, ob das Wetter endlich dicht ist. Beziehungsweise unser provisorisch geflicktes in Montenegro beim Regen, ob das auch hilft. Und wenn ja, können wir es dann richtig flicken. So wie es ausschaut, haben wir eventuell doch Glück mit dem Wetter, weil die dunkle Front vorher hier war und die zieht in die Richtung. Planänderung. Es ist jetzt 8 Uhr abends. Wir waren nicht einkaufen. Wir haben einfach kein Frühstückszeug geholt. Haben heute Mittag Nudeln gekocht, weil ja Roman kam. Und dann haben wir uns ein bisschen noch verquatscht. Haben dann entschieden, weil es sah aus, als ob eine riesige Regenfront kam, die ja dann doch nicht kam,
den Tag hier zu verbringen, weil wir so einen tollen Stellplatz haben und werden jetzt morgen voraussichtlich, weil nicht, dass es wieder so kommt, zum Kloster und zum Einkaufen fahren. Und das ist, glaube ich, der 2. oder 3. Tag auf der Reise, dass wir ungefähr den Bus nicht verlassen haben oder nahezu nicht verlassen haben. Wir saßen mal kurz draußen mit dem Roman, dann saßen wir mal kurz draußen zum Granatapfelkerne essen und ansonsten war es ein sehr, sehr fauler Tag. Aber eigentlich egal, dafür machen wir es ja auch. Neuer Tag, neuer Versuch zum Einkaufen. Wir sind in der Nähe nach wie vor bei Flora und heute ist Sonntag und wir dachten erst, vielleicht hat heute gar nichts offen, weil wir gar nicht dran gedacht haben. Aber der Konrad hat heute sogar länger offen als unter der Woche, sogar eine Stunde abends. Also die haben bis 23 Uhr offen. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall erfolgreich werden. Ich hoffe, damit wir endlich wieder frühstücken können und nicht Nudeln zum Frühstück haben. Genau, wie gestern. Jetzt sind wir bei den Nutellas angekommen. Fast 9 oder 10 Euro für Nutella. Hier gibt es so viel aus. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie viel es kostet. Wir haben jetzt für den ganzen Einkauf ca. 4.400 Lek gezahlt. Das sind umgerechnet knapp über 36 Euro. Unserer Meinung nach wie vor für ein eigentlich verhältnismäßig günstiges Land relativ teuer. Man merkt einfach, dass die ganzen importierten Produkte im Verhältnis extrem viel teurer sind wie bei uns. Also Nutella ist ja auch, habe ich euch auch gezeigt. Und das ist schon happig. Da hinten kommt jetzt Tobi mit unserem Wasser, damit wir wieder was zu trinken haben, da unsere Wasserleitung nach wie vor undicht ist. Insgesamt kommen die hier ihrer Natur schon eher nah. Hier jetzt auch runter. Ich glaube, da hinten wird es weicher. Ich hätte es ja nicht geglaubt mit dem Sven mit Zweiradantrieb, aber wir fahren auf dem Strand hier in Bad Albanien. Und die meisten Camper standen da hinten auf einer Wiese, wo dann, ich weiß nicht, 8 Camper nebeneinander stehen. Und hier sind jetzt einmal der Roman und einmal ganz hinten irgendwelche anderen. Ja, stimmt, das sind Holländer da.